Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Wenn du als Real Madrid zu Hause im Santiago Bernabéu gegen den FC Sevilla, die zu 10 waren, Prime Thibaut Courtois brauchst und das Ganze 3 oder 4 Mal oder noch öfter, ich glaube, das sagt alles, was du über das Spiel gestern Abend wissen musst. Real Madrid gewinnt zwar 2:0 gegen den FC Sevilla, aber es war der nächste blamable Auftritt. Und bei Real Madrid muss sich in der Winterpause dramatisch etwas ändern. Oder wir rennen, genau wie letztes Jahr unter Carlo Ancelotti, sehenden Auges ins Verderben. Viel Spaß beim Video. Ja, lasst uns dieses Video mit Fakten starten, bevor wir gleich zu meinen Eindrücken und zu genug negativen Emotionen kommen. Aber ich blende euch die Ergebnisse des Spieltags bisher ein. Und das Spiel, was uns am meisten interessiert, logischerweise, ist der Sieg von Real Madrid gegen den FC Sevilla mit 2:0. In der Tabelle bedeutet das für Real Madrid, wir verkürzen den Abstand auf den FC Barcelona auf 1 Punkt. Sowohl der FC Barcelona als auch Atletico Madrid haben heute beide ein schweres Auswärtsspiel vor sich. Das schwerste Spiel wohl der FC Barcelona, die bei Villarreal ran müssen. Dieses berühmte Spiel, was in Miami hätte stattfinden sollen. Laut Tebas, Gott sei Dank ist es da nicht stattgefunden. Ja, wie dem auch sei, sind wir mal gespannt, ob der FC Barcelona da patzt und Punkte liegen lässt. Ja, viele Madridistas machen sich da Hoffnung und sagen, weiß Gott, vielleicht haben wir schöne Winterferien, wenn wir mit einem Punkt Abstand nur oder mit 2 Punkten Abstand ins Jahr 2026 gehen. Aber mir ist das quasi egal. Denn selbst wenn der FC Barcelona heute patzt, selbst wenn der FC Barcelona noch 5 oder 6 Mal patzt, dieses Real Madrid, was wir zurzeit sehen, das patzt noch mindestens 10 bis 15 Mal. Das ist ja schrecklich, was wir da sehen. Dieses Real Madrid kann gegen jede Mannschaft auf dieser Welt verlieren. Und deshalb ist mir das auch egal, was unsere Konkurrenz macht, bis wir müssen uns erstmal an die eigene Nase fassen und zunächst einmal unsere eigenen Probleme beheben. Und davon haben wir mehr als genug. Nachdem wir in den letzten 3 Heimspielen haben wir gegen Celta verloren, gegen Manchester City verloren. Und gestern hätten wir gegen Sevilla verlieren müssen. Wenn Alexis Sanchez nicht 56 wäre und Isaac Romero hieß, glaube ich, der andere Stürmer, keine Ahnung, Abschlussprobleme ohne Ende hätten wir dieses Spiel gestern verloren. Alexis Sanchez hat uns schwindelig gespielt. Alexis Sanchez vor 10 oder 20 Jahren hätte uns gestern aus dem Santiago Bernabéu geschossen. Ja, bevor ich aber zu mehr Eindrücken aus dem Spiel komme, fangen wir erst einmal mit der Aufstellung an. Und ich war komplett enttäuscht von dieser Ausstellung. Xabi Alonso verwandelt sich immer mehr in Carlo Ancelotti. Anstatt, dass er den Canteranos, David Jiménez, der ein tolles Spiel gemacht hat im Pokal, oder einem Víctor Valdepeñas, der gegen Alavés auch gut gespielt hat, eine Chance gibt, spielt er weiterhin mit einem Raúl Asensio als rechten Verteidiger. Und damit tut der Raúl Asensio keinen Gefallen. Raúl Asensio ist ein super Innenverteidiger, aber ein katastrophaler rechter Verteidiger. Es gibt Innenverteidiger, die kannst du auf die Außenverteidigerposition tun und die spielen dir das gut runter. Sergio Ramos war, glaube ich, ein sehr guter Beweis oder ein Militao kriegt das, glaube ich, auch hin. Aber ein Raúl Asensio nicht. Du tust dem Jungen keinen Gefallen. Und dann hast du einen David Jiménez auf der Bank. Ja, das sind halt die Punkte, und das tut mir weh, als Madridista das zugeben zu müssen, die würden beim FC Barcelona besser laufen. Da würde der Junge eine Chance kriegen und würde wahrscheinlich ein gutes Spiel machen. Links, Fran Garcia. Ich weiß nicht, welcher Trainer, der noch bei Verstand ist oder der seinen Arbeitsplatz behalten möchte, Fran Garcia noch Fußball spielen lässt für Real Madrid. Den würde ich nicht mal bei Real Madrid Castilla spielen lassen. Naja, wie dem auch sei, die Ausstellung hat mich komplett erschüttert,
hat sich am Ende auch bewiesen. Ich habe es vor dem Spiel übrigens schon auf Twitter geschrieben. Nicht, dass ich jetzt der Opportunist bin im Nachhinein und sage, es war alles schlecht. Nee, ich habe es vor dem Spiel schon gesagt. Mit dem Mittelfeld, mit der Ausstellung und vorne kann man mit leben. Wobei ich immer noch kein Freund davon bin. Das haben wir unter Carlo Ancelotti gesehen. Du kannst nicht mit Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vini und Rodrigo spielen. Diese 4 zusammen in einer Ausstellung, das funktioniert einfach nicht. Die Mannschaft verliert einfach sämtliches Gleichgewicht, hat man gestern wieder gesehen. Das funktioniert nicht, das hat unter Carlo Ancelotti nicht funktioniert, das wird unter dir auch nicht funktionieren. Xabi Alonso, hast du letzte Saison denn kein Spiel von Real Madrid gesehen? Ja, wie dem auch sei, das war die Aufstellung von Real Madrid. Ja, und dann habe ich angefangen, das Spiel zu schauen. Und ich dachte in den ersten 5, 6 Minuten, ich gucke einen Horrorfilm. Sevilla war in den ersten 5 Minuten 3-mal alleine vor Thibaut Courtois. Wie geht das überhaupt? Mit wie wenig Intensität kannst du in ein Spiel gehen? Mit wie wenig Respekt vor dem Madridismo kannst du auflaufen? Was soll das? Wir können uns bei Thibaut Courtois bedanken, dass wir nicht nach 5 Minuten 2-0 hinten liegen. Ja, und danach ging das Spiel weiter. Real Madrid katastrophal. Keine Bewegung. Kein Spieler hat sich mal freigelaufen, wollte den Ball in die Tiefe. Jeder ist spazieren gegangen. Und ich meine, was ich sage, wortwörtlich. Die sind spazieren gegangen. Jeder wollte den Ball in den Fuß. Derjenige, der den Ball hatte, hatte wieder nur die Möglichkeit, Spiel hintenrum. Keiner hat dem ballbesitzenden Spieler geholfen. Ja, und es ist so gekommen, wie es kommen musste. Sevilla war die bessere, die gefährlichere Mannschaft. Real Madrid hat es kaum aus der eigenen Hälfte geschafft. Zu wenig Intensität, zu wenig Rhythmus, Ballverluste. Meine Güte, ich habe Kreisligaspiele gesehen, wo du den Eindruck hattest, die Jungs haben mehr Ahnung, was die mit dem Ball am Fuß machen, als in den letzten Wochen Real Madrid. Real Madrid hat in dieser Woche 3 Spiele gewonnen. Und Spiel für Spiel bin ich entsetzter und enttäuschter von dieser Mannschaft. Also, katastrophal. Und wir haben Glück, dass wir durch eine Standardsituation irgendwie mit 1:0 in Führung gehen. Komplett unverdient. Ja, und eine Sache ist aber auch klar. Der Verteidiger von Sevilla hätte meiner Meinung nach vorher schon rot kriegen müssen. Mariano hieß der, wenn ich mich nicht täusche. Ich mag mich vertun. Ja, geht mit einem gestreckten Bein in Rodrigo rein. Der Schiri gibt nicht rot, der VAR greift nicht ein. Ja, aber Karma hat dann dafür entschieden, dass wir aus dieser Situation, aus diesem sinnlosen, brutalen Foul von ihm, dass wir da das Tor zum 1:0 machen. Ja, und wir haben dann halt Glück auch in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, über allem steht das Glück, dass wir Thibaut Courtois haben. Und das zweite Glück, was wir haben, dass dieser, ich sage jetzt wieder Mariano, um mich nicht zweimal zu vertun oder mit 2 verschiedenen Namen zu vertun, dass der in der 50., 60. Minute sich entschieden hat, dass der keinen Bock mehr hat, Fußball zu spielen und sich eine sinnlose rote Karte abgeholt hat. Denn das war eine ganz klare gelb-rote Karte. Als Sevilla-Fan oder Barca-Fan oder wer auch immer gestern Sevilla die Daumen gedrückt hat, wäre ich sehr wütend auf diesen Verteidiger. Denn wenn er gestern sich nicht selber vom Platz gestellt hätte, glaube ich, Sevilla hätte ein besseres Ergebnis erzielt. Die haben mit 10 Mann Real Madrid dominiert. Mit 10 Mann haben die ständig Torchancen kreiert und Thibaut Courtois musste wieder nur Paraden machen, die nur er machen kann auf dieser Welt, immer und immer wieder. Ja, und dann haben wir halt auch noch Glück, dass Rodrigo langsam aber sicher wieder in Form kommt und in der 86. Minute gegen ein Sevilla, das lange zu zehnt war, das müde war, dass die einen sinnlosen Elfmeter machen. Der tritt Rodrigo komplett in die Knie. Irgendwann werden die Leute sich beschweren, dass Real Madrid in dieser Saison schon 10 oder 11 Elfmeter bekommen hat. Ja, aber wenn das solche Elfmeter sind, da kann nicht mal Negreira sagen, ich pfeife den nicht. Also, ja. Und dann mit diesem Tor macht Kylian Mbappé sein 59. Tor in dieser Saison, gleicht Cristiano Ronaldo aus, feiert wie Cristiano Ronaldo. Und ja, es sind schöne Szenen an seinem Geburtstag, kann ich mich theoretisch für Kylian Mbappé freuen. Aber Kylian Mbappé war mit diesem Rekord so verkrampft.
Er hat es so versucht zu erzwingen. Das war grausam mit anzuschauen. Also ich freue mich, dass er es geschafft hat. Aber das ist nicht die Mentalität, die ein Anführer von Real Madrid haben muss. Irgendwelche Rekorde. Also auch enttäuschendes Spiel. Ja, im Großen und Ganzen war es das fast schon, was man zum Spiel sagen kann. Ich kann mir nicht erklären, wie Real Madrid gewonnen hat. Die einzige Erklärung, die ich finde, ist, dass wir einen Thibaut Courtois haben und dass der Mariano wollte, dass Sevilla verliert. Ja, das ist die einzige Erklärung, die ich finde. Und dass wir halt Spieler haben mit einer individuellen Klasse wie ein Rodrigo oder ein Bellingham bei dem Tor, muss man auch Props an den Engländer geben, macht einen super Kopfball, ein wirklich schönes Tor von ihm. Ja, aber das war es auch schon. Der ganze Rest dazwischen ist Enttäuschung, ist blutlos, lustlos, ja, blamabel. Das Santiago Bernabéu hat gestern mehrfach die gesamte Mannschaft ausgepfiffen. Irgendwann hat Vini den Wut abgekriegt und der ist selber sehr wütend geworden und hat auch einiges bei Instagram geändert, aber dazu kommen wir morgen, das passt nicht heute ins Video. Die gesamte Mannschaft wurde zu Recht ausgepfiffen. Das Santiago Bernabéu hat mehrfach gesungen, Equipo échale huevos. Das bedeutet, Leute, spielt mal mit Eiern. Also das Santiago Bernabéu war enttäuscht. Jeder war enttäuscht. Ja, mit jeder meine ich übrigens auch jeder. Auch ein Xabi Alonso und ein Thibaut Courtois, diejenigen, die sich vor eine Kamera getraut haben. Nach einem Heimsieg trauen sich 2 Mann vor eine Kamera. Das sagt schon einiges aus. Haben beide gesagt, wir wissen, dass wir uns verbessern müssen. Xabi Alonso hat in der Pressekonferenz bei jeder Antwort gesagt, wir müssten uns verbessern, wir sind uns bewusst. Er hat es aber ein bisschen auf den Kontext geschoben und gesagt, wir müssen seit Wochen mit so vielen Verletzungen spielen, dass es Spieler gibt, die nicht rotieren können, die nicht ausruhen können, die über ihrem Limit sind und schon spielen müssen oder immer noch spielen müssen. Andere Spieler, die wichtig fürs Team wären, sind verletzt. Ja, Thibaut Courtois hat das auch ziemlich klar gemacht. Hören wir mal auf die Antwort von unserem Torwart. Thibaut, fangen wir mit dem Sieg an, das ist das Wichtigste. Was hebst du bei diesen 3 Punkten hervor, die Real Madrid heute geholt hat? Naja, am Ende war es wichtig zu gewinnen, zu Hause zu gewinnen. Aber naja, am Ende glaube ich, dass wir unser Spiel verbessern müssen. Und ich glaube, wir haben durch einen Standard und einen Elfmeter gewonnen. Und naja, am Ende müssen wir uns, glaube ich, verbessern, das wissen wir. Aber in solchen Momenten ist es wichtig zu gewinnen. Das haben wir gegen Alavés geschafft, das haben wir im Pokal geschafft und heute auch. Und naja, am Ende müssen wir uns einfach verbessern. Vielleicht tut uns die Urlaubswoche allen gut, um uns auszuruhen und zu verbessern. Natürlich ist es nicht einfach, wir kämpfen, es gibt viele Verletzte und so. Und naja, am Ende ist der Sieg deshalb so wichtig. Ja, ihr habt es selber gehört, Thibaut Courtois sehr selbstkritisch. Er sagt, wir gewinnen durch eine Standardsituation und einen Elfer, aber wir müssten uns verbessern. Also jeder sieht es. Das ist so die einzig, auch eine relativ gute Nachricht, dass Real Madrid nicht komplett fanatisch ist und blind vor beiden Augen und sagt, nee, ist alles gut, wie dieses Kind, was vor dem brennenden Haus oder dieses Meme, im brennenden Haus. Ja, Real Madrid ist in der Tat ein brennendes Haus. Es gibt nicht eine Lösung. Real Madrid hat so viele Probleme an so vielen Baustellen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass man jetzt in 2 Wochen Winterpause diese Probleme beheben kann. Ich bin gespannt, wie ihr das seht, ob ich mich da komplett vertue. Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ja, kommen wir jetzt zur Einzelbewertung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois, was soll ich sagen? Baut diesem Mann eine Statue vorm Santiago Bernabéu. Als ich vor 2-3 Jahren gesagt habe, Thibaut Courtois ist vielleicht der beste Torwart aller Zeiten, war das noch ein Hot Take. Inzwischen ist das für mich die normalste Aussage auf der Welt. Für mich ist Thibaut Courtois das Beste, was ich jemals zwischen 2 Pfosten und unter einer Latte gesehen habe. Also Wahnsinn, gestern wieder. Ja, ohne Thibaut Courtois weiß ich nicht, wo dieses Real Madrid wäre. Für mich der Spieler der Saison. Vor einem Kylian Mbappé. Ja, in der Verteidigung. Boah! Alle grausam! Die Frage ist, wer ist am grausamsten? Und da ist die Antwort immer Fran Garcia. Weil Fran Garcia. Also manchmal sagt man ja, mit Fran Garcia spielen wir 11 gegen 10. Nein, aber wenn wir mit Fran Garcia spielen, spielen wir mit 12 gegen 9. Das ist wie, als wenn er mit dem Gegner spielen würde. Oder 12 gegen 10. Also,
Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, linker Verteidiger von Real Madrid zu werden. Also, das ist eine da brauchst du irgendwann den X-Faktor, musst darüber mal eine Serie auf RTL 2 machen. Ich kann es mir nicht erklären. Innenverteidigung, Dienhausen und Antonio Rüdiger. Boah, wie schlecht kann man sein? Und beide sagen ja. Ich weiß nicht mal, wer schlechter war. Und das ist schwer zu sagen, weil Dienhausen wahrscheinlich die schlechteste Saisonleistung gebracht hat. Ein Antonio Rüdiger verhindert jeden Spielaufbau, weil der keinmal versucht, den Ball an seinen Mitspieler zu geben. Der versucht, jeden Ball, sobald ein Gegner im Radius von 20 Meter ist, panisch nach vorne zu schießen. In Raúl Asensio hat als einziger zumindest Einsatz gezeigt. Und ja, boah, wenn das schon die Messlatte ist für ein Real Madrid, ja. Er hat es zumindest versucht. Früher auf dem Zeugnis war das eine 6, oder? Also, ich würde am liebsten jedem eine 6 geben und Fran Garcia eine 7. Also, im deutschen Schulnotensystem, damit das klar ist. Also, katastrophal. Mittelfeld. Tchouaméni, ja, wie soll der denn alleine alles zusammenhalten? Auch ein Spiel, er hat es versucht, viele Lücken zusammenzuhalten, aber unmöglich. Jude Bellingham und Arda Güler. Ja, ganz ehrlich. Xabi Alonso hatte etwas, was funktioniert hat. In den ersten Phasen der Saison, wo wir noch einen anständigen Fußball gespielt haben, wo wir noch vorne gepresst haben, wo ist das Pressing hin? Wo ist das hin? Warum machen wir das nicht mehr? In den ersten Spielen in dieser Saison sind die Gegner nicht mal in die Nähe unseres 16ers gekommen. Wir haben den Ball vorne erobert. Es war eine Frage der Zeit, dass wir ein Tor geschossen haben. Inzwischen spielen uns selbst Drittligisten in einer Viertelstunde an die Wand und machen 2 Tore gegen uns. Also die gesamte Essenz, der Stil von Xabi Alonso, es ist nichts mehr zu sehen an seiner Handschrift. Es ist grausam, es ist... Oh, ja, mir fehlen die Worte. Ja, und wie gesagt, eine Sache, die am Anfang der Saison funktioniert hat, wo wir auch noch die Siege geholt haben, war das Zusammenspiel von Arda Güler mit Kylian Mbappé. Und seitdem, seit Bellingham zurück ist, versucht ein Xabi Alonso, ein Arda Güler immer mehr in die Sechserrolle zurückzuholen. Ich meine, bei der Club-WM hat er das auch versucht, aber in einem 3-5-2-System, in diesem 4-3-3-System, geht ein Arda Güler auf dieser Position unter. Ich habe ihn im Pokal noch gelobt, weil er mir besser gefallen hat. Aber gestern war das wieder wie ein Spiel in den letzten 3-4 Wochen unsichtbar. Und Arda Güler hat viel zu viel Qualität, ist viel zu wichtig für dieses Real Madrid, um unsichtbar zu sein. Ja, also kein gutes Spiel des Türken. Das Gleiche würde ich sagen über Jude Bellingham. Jude Bellingham fällt halt hier und da noch öfter auf, weil er mit seiner Physis es oftmals schafft, 1 oder 2 Gegenspieler stehen zu lassen, sich durchzusetzen. Natürlich sein Kopfballtor zeigt auch, wie essentiell er ist, wie wichtig er ist. Tolles Tor vom Engländer, aber kein gutes Spiel. Ja, Vini Junior, der wird ausgepfiffen, wird ausgewechselt, komplett ausgepfiffen. Zu Recht. Wieder ein schlechtes Spiel. Das Einzige, was er besser macht als ein Mbappé, meiner Meinung nach, ist, dass er noch hier und da 4-5 Mal im Spiel nach hinten rennt und versucht, hinten den Ball zu erobern und das auch oft schafft. Aber das reicht nicht. Als linker Flügel von Real Madrid kann es nicht das Niveau sein, dass wir dich dafür feiern, dass du 4-mal mit zurückläufst. Wir wollen dich dafür feiern, dass du gefährliche Torchancen kreierst. Ob dein Mitspieler die Torchancen macht oder du selber, das kann dann an Tagesform liegen, aber du musst versuchen, diese Chancen zu kreieren. Meine Güte, Vini Junior hat genauso viele erfolgreiche Dribblings gefühlt, ja, wie ich. Ja, Kylian Mbappé, auch katastrophales Spiel, total verkrampft, wollte unbedingt diesen Rekord brechen, hatte bestimmt 3 oder 4 klare Torchancen, viel zu hektisch, viel zu nervös abgeschlossen. Wie willst du mit so einem Spieler die Champions League gewinnen, wenn der schon so verkrampft, wenn es nur um einen lächerlichen Torrekord geht, wo der 10 oder 11 Spiele gefühlt mehr hatte als ein Cristiano Ronaldo. Also, ja, die nächste schlechte Nachricht meiner Meinung nach. Ja, und Rodrigo, jetzt wird Rodrigo gelobt. Rodrigo war meiner Meinung nach der Einäugige unter den Blinden. Also Rodrigo hat auch gestern kein Spiel gemacht, wo ich vom Stuhl aufgestanden bin und geklatscht habe. Nein, er war der wenigst Schlechte. Aber auch ein Rodrigo über rechts reicht nicht für Real Madrid. Die einzige Phase, wo man mit ihm zufrieden sein konnte, wirklich zufrieden, war meiner Meinung nach, als der über links gespielt hat. Der hat in einer Minute über links schon mehr gemacht als Vini im ganzen Spiel. Ja, und dann auch ein Xabi Alonso hat der Mannschaft von außen wieder nicht geholfen.
Der nächste Wechsel, den ich auch nicht verstehe, ist ein David Jiménez in der 93. Minute einzuwechseln. Ich meine, wozu? Um Zeit zu verlieren? Du führst, glaube ich, in der 86. Minute 2-0. Dann gib doch dem Jungen zumindest 5, 6, 7 Minuten mit Nachspielzeit. Der hat sich das vor allem im Pokal auch verdient. Und ich bin auch der Meinung, der hätte das gestern besser gelöst als jeder andere Abwehrspieler von Real Madrid. Weil die Jungs, die wollen zumindest. Und das würde ja schon reichen. Du hast ja den Eindruck, von diesen 11 Spielern bei Real Madrid, denen ist es egal, ob die gewinnen oder verlieren. Und das, nachdem Florentino Perez einen Tag vorher in der Weihnachtsfeier die bittet darum, alles zu geben bis zur letzten Minute. Kranke Kinder in Krankenhäusern holen ihre Kraft aus dieser Mannschaft und die lassen alle im Stich. Also ich bin komplett erschüttert von Real Madrid, komplett erschüttert von dieser Leistung. Ja, und trotz alledem möchte ich dieses Video auf einem positiven Weg beenden. Und deshalb eine gute Nachricht für jeden Madridista. Wir müssen dieses Real Madrid die nächsten 2 Wochen nicht mehr sehen. Also, und diese Nachricht treibt mir zum ersten Mal in meinem Leben ein Lächeln ins Gesicht. Ja, ich bin gespannt, wie ihr dieses Spiel einschätzt, was ihr zu meinem Video zu sagen habt. Lasst eure Meinung zu diesem Real Madrid bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, teilt dieses Video, liked dieses Video, hypen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, und wir sind kurz vor den 18.000 Followern, unglaublich. Also wenn du noch kein Follow da gelassen hast, tu mir den Gefallen und drück auf Follow, würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich mit besserer Laune. Bis dahin. A la Madrid.